Hi YouTube, ich bin Tiny Rider und ich möchte mich mal kurz vorstellen. Hi YouTube, ich bin Tiny Rider und ich möchte mich mal kurz vorstellen. Außerdem möchte ich euch gerne erklären, warum ich einen Motovlog aufmachen möchte und warum das hier jetzt gerade zu einer Nachvertonung kommt, möchte ich euch später auch noch sagen, denn das hat mit einem kleinen technischen Malheur zu tun. Aber So, erstmal zu mir. Ich komme aus dem Großraum Nürnberg und ich kurve ganz gerne in der fränkischen Schweiz herum, weil da sind schöne Landschaften, tolle Gegenden, nette Leute. Und ich würde es einfach jedem empfehlen, der in der Gegend ist, da mal vorbeizuschauen. Ich selber habe leider noch nicht die große Fahrerfahrung. Ich habe nämlich meinen Schein erst vor ein paar Wochen gemacht. Das lag daran, dass ich mit 18 schon mal die Theorie gemacht habe, es allerdings dann verpasst habe, meine Praxis nachzuholen, dann das Interesse verloren habe und so ging einige Zeit ins Land, bis ich dann immer mitbekommen habe, wie mein Mann und viele Freunde, meine Cousine, mit ihren Motorrädern tolle Touren gemacht haben, während ich mir die Videos im Nachhinein anschauen durfte. Und das hat mich schon ziemlich genervt und geärgert, sodass ich mich dann schließlich aufgerafft habe und es auch selbst probiert habe. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Vlog aufzumachen, weil ich euch gerne an meinen Erfahrungen teilhaben lassen möchte. Und außerdem möchte ich gerne die anderen Frauen und Mädels dazu animieren, auch mal auf so einen Bock zu steigen und den Führerschein zu machen, weil meiner Ansicht nach da draußen immer noch viel zu wenig weibliche Motorradfahrer unterwegs sind. Leider gab es in meinem Umfeld nicht nur positive Reaktionen aufs Motorradfahren. So durfte ich mir zum Beispiel mal Sprüche anhören wie Mädels haben auf einem Bock nichts zu suchen. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich veraltete Sichtweise und wir sind nicht mehr im Mittelalter. Leider kam der Spruch auch noch von einer Frau, die selber gar nicht Motorrad fährt. Zudem habe ich schon recht früh die Erfahrung gemacht, dass die Motorrad-Community eine sehr offene Community ist und eine sehr hilfsbereite Community und dass die Leute sich eher gefreut haben, wenn sie ein paar mehr Mädels gesehen haben, als dass sie da mit Ablehnung gegenübergestanden haben. So, nachdem das mit dem Führerschein jetzt erstmal abgehakt ist, geht es jetzt darum, sich erstmal ein eigenes Bike zu besorgen. Leider hat im Moment keiner meiner Bekannten ein gebrauchtes rumstehen, das er mir für kleines Geld hätte überlassen können. Daher bin ich jetzt gezwungen, mir ein eigenes Bike zu besorgen und mir natürlich auch zu überlegen, was will ich eigentlich haben. Und sowas wie Chopper oder Enduros oder Supersportler, die kommen jetzt für mich nicht ganz so in Frage, auch wenn es schöne Bikes sind. Aber sie treffen halt nicht so ganz das, was ich mal vorhabe, nämlich größere Touren zu fahren. Und so kommt für mich entweder nur ein Naked Bike, das aufrüstbar ist mit einem Schild in Frage, oder eben so eine Art Mischung aus einem Naked Bike und einem Tourer. Jetzt kann ich zwar verschiedene Motorradtypen auseinanderhalten, habe aber im Grunde überhaupt keine Ahnung von verschiedenen Motorcharakteristika. Und deshalb haben mir meine Freunde mit Fahrerfahrung dringend empfohlen, mich mal darüber genauer zu informieren. Und deswegen habe ich vor kurzem auch angefangen, darüber ein bisschen zu recherchieren, zum Beispiel bei YouTube 1000 PS und dergleichen. Natürlich geht nichts über eigene Erfahrung und deswegen habe ich jetzt schon angefangen, den 2-Zylinder, 3-Zylinder, 4-Zylinder Reihenmotor zu testen und dazu kommen noch der V-Motor und der Boxer. Den Einzylindermotor würde ich jetzt für mich persönlich aus technischen Gründen erstmal ausschließen. Apropos Technik, ich wollte euch ja noch erklären, warum ich das Ganze hier heute nachvertonen muss. Ich habe ja nun schon ein paar Probefahrten hinter mich gebracht. Und dabei hat leider die Actioncam relativ früh den Geist aufgegeben. Deshalb gibt es leider auch kein Video von meiner Fahrt mit der MT-09. Zu allem Übel ist dann auch noch der Field Recorder ausgefallen nach der 3. Aufnahme oder so.
weshalb ich ihn dann einschicken musste und jetzt erstmal nach einem Ersatz suchen muss. Und deswegen muss ich jetzt logischerweise auch ein paar Videos nachvertonen, leider. Ich hatte mir natürlich überlegt, die Bikes eventuell nochmal auszuleihen und das Ganze nochmal nachzudrehen, habe mich aber letztendlich dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich möchte von Anfang an ehrlich mit euch sein und euch das authentische Material zur Verfügung stellen, das ich jetzt nun mal habe. Und das Problem dabei ist allerdings, dass es jetzt eben zu einem zeitlichen Verzug kommt, weil ich eben jetzt aufwendig das, was ich habe, dann nachvertonen muss für euch. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass die ersten Videos ein wenig holprig sind. Zum Schluss möchte ich mich gerne noch bei euch allen bedanken und hoffe, dass ihr jetzt einen ersten guten Eindruck von mir und dem Channel gewonnen habt und was demnächst so alles noch eventuell auf euch zukommen wird. Ich hoffe, ihr schaut bald wieder rein. Ciao!